Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute geht's nach dem letzten Mal, das ja richtig anstrengend war, geht's heute um ein bisschen was Entspannteres, nämlich um Default-Argumente. Default-Argumente sind ein bisschen, ja, eine kleine Spielerei, um sozusagen euch das Leben leichter zu machen. Und ja, man gibt's ganz gerne an und wenn man kann, dann sollte man das eigentlich auch wirklich machen, denn es macht wirklich, wie gesagt, es nimmt einem Arbeit ab. Okay. Und ja, macht den Code auch ein bisschen lesbarer. So, was wir machen können ist, ich schreibe hier gerade mal kurz noch eine andere Funktion. Ja, ist eigentlich egal, was hier drin steht. Heute geht es tatsächlich wieder um diesen Kopf hier oben. Wir nennen das jetzt einfach wieder hier foo und sagen foo von 10. So, jetzt können wir aber auch sowas machen, indem wir einfach sagen foo von Klammer, Klammer. Und wir sagen hier, dass n ist, falls nichts anderes angegeben ist das immer 10. Was jetzt passiert ist folgendes: In unserer Berechnung, in unserer Funktion wird immer n auf 10 gesetzt. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, auch keinen Parameter anzugeben, also für die Funktion foo. Wir müssen das ganze Ding nicht angeben, wir können aber. Wenn ich jetzt hier reinschreiben würde 100, dann wäre n 100. Wenn ich 10 reinschreibe, ist es 10. Wenn ich 1 reinschreibe, ist es 1. Wenn ich nichts reinschreibe, ist es einfach 10. Das sind Default-Werte. So. Und das ist sehr, sehr cool, denn man kann dadurch wirklich einiges an Code sparen. Was heißt einiges an Code sparen? Aber man kann halt eben für sehr, sehr viele Parameter, also sagen wir mal, ich habe jetzt 100 Parameter oder sowas bei meiner Funktion, da kann ich einfach sagen, okay, es sind viel weniger Parameter eigentlich und ich habe viel weniger Aufwand. Ja, und muss nicht alles angeben. So, was ich aber dann auch noch machen kann, ist zum Beispiel, sagen wir, ich habe mehrere Funktionsargumente, das heißt mehrere Parameter, und wir haben hier noch ein Bool. B ist gleich standardmäßig true. So, und was ich jetzt machen muss, wenn ich hier irgendwie mit meinen Default-Argumenten rumhantieren möchte, dann muss ich theoretisch von links nach rechts durchgehen. Das heißt, wenn ich sage 10 oder 105, dann false, dann erkennt mein Programm automatisch, okay, die 100 ist das n wieder mal von links nach rechts durch und das false bezieht sich auf den Boolean b. Wenn ich jetzt aber mein Default-Argument für b benutzen möchte, geht das auch. Foo von 100 würde hier eben n auf 100 setzen, obwohl standardmäßig 10 ist, aber wir wollen es halt auf 100 haben. Und der Bool b wäre aber der Standard und zwar auf true. So, was passiert jetzt aber, wenn ich hier mein n auf Standard haben möchte und mein Boolean b aber nicht? Dann habe ich auch noch die Möglichkeit, ich kann hier einfach sagen, in manchen Programmiersprachen geht das. Das ist ein Feature, das haben nicht alle Sprachen. Python zum Beispiel unterstützt es, aber wie gesagt, es haben nicht alle. Das heißt, ich kann schreiben b gleich false und das war's schon. Und dann wird hier gesagt, okay, n ist nicht gesetzt worden, weil ich habe ja hier eindeutig angegeben, b ist auf false oder b ist mein Boolean, mein Bool ist gleich false. Dann kann ich ja auch einfach sagen, mein Bool, also es beschränkt sich nicht auf allgemeine Werte oder konkrete Werte, die ich hier drin habe, sondern ich kann sagen, was ich möchte. Und ich setze jetzt hier meine Variable b auf meinen Wert, wohingegen ich die Standardvariable oder den Standardwert für n drin lasse. Das heißt, ich überschreibe nur b, aber n bleibt gleich. Und die können dann hier ganz normal verwendet werden, wie normale Variablen auch. Also eigentlich nicht schwer, aber man muss natürlich wissen, dass diese Features in manchen Sprachen drin sind oder eben nicht. Deswegen mit Vorsicht zu genießen, probiert es mal an einer Methode aus, bei welcher Sprache auch immer ihr dabei seid. Und ja, ihr könnt es immer wieder benutzen, wenn es einmal funktioniert hat, logischerweise. Gut, das war's von meiner Seite auch schon wieder. War ein sehr angenehmes und etwas entspannteres Video nach dem letzten Mal, was ja echt hart war. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!